Stell dir vor, du stehst mitten in einem gewaltigen, ohrenbetäubenden Hagelsturm. Das Eis peitscht dir ins Gesicht, die Straßen sind quasi reißende Flüsse und du bist meilenweit von der nächsten Ortschaft entfernt. Oh Gott, ja, absolute Albtraumvorstellung. Genau, und plötzlich taucht da aus dem Nichts ein völlig durchnässter, wild gestikulierender Mann am Rand deines Grundstücks auf. Er schiebt so eine klapprige Schubkarre vor sich her mit einer Kettensäge drin. Wahnsinn. Er hat keinen Handyakku mehr und kann nirgendwo Schutz suchen. Was machst du da? Schließt du die Türen ab, weil er ein wildfremder Mann mit schwerem Gerät ist? Wäre in Deutschland wahrscheinlich der erste Reflex, ne? Absolut. Oder lässt du ihn rein und bietest ihm per Handschlag an, für ein ganzes Jahr bei dir im Wald zu zelten? Das ist halt die große Frage. Und genau über solche extremen Entscheidungen müssen wir heute sprechen. Willkommen zur neuesten Monatsrundschau hier bei Mettes Missionen. Wir blicken heute tief in das Archiv des Heidrich-Blocks, genauer gesagt auf den November 2017. Und ich finde es da echt wichtig, dass wir direkt am Anfang festhalten, dass diese Berichte ja schon ein paar Jahre zurückliegen. Aber genau deshalb sind die halt pures Gold. Absolut. Das ist keine geskriptete Doku-Soap aus dem Fernsehen, ohne irgendwelche Instagram-Filter. Das ist ein lebendiges, zeitliches Archiv. Das pure, echte Leben. Richtig. Und das ist eine fantastische Blaupause dafür, wie Uruguay, also vor allem auf dem Land, wirklich funktioniert. Definitiv. Aber bevor wir uns in diesen echt wilden November stürzen, lass uns kurz den Faden vom letzten Mal aufnehmen. Da hatten wir ja den Oktober 2017 beleuchtet. Oh ja, der hatte es in sich. Der Oktober war ja im Grunde eine einzige große Lektion darüber, wie diese europäischen Vorstellungen von Technik auf dem Campo einfach kapitulieren. Stichwort Solarlampen, oder? Exakt, diese zerbröselnden deutschen Solarlampen unter der krassen UV-Strahlung. Oder Daniel, der Schafscherer, der Stunden zu spät kam mit einem massiven Kater. Ja, und natürlich das Bild, das wahrscheinlich keinem von uns mehr aus dem Kopf geht, Schafsbock Octavio mit den Maden im Kopf. Bäh, ja. Die ungeschönte Realität. Wenn uns der Oktober also gelehrt hat, dass Natur und Technik da drüben ihre eigenen Regeln haben, dann katapultiert uns der November 2017 quasi auf das nächste Level. Oh ja, extrem. Es geht um krasse Wetterumschwünge, lebensgefährlichen Schlamm und Begegnungen, die so absurd, aber auch so wunderbar sind. Lass uns da direkt mit diesem Wetterumschwung starten. Der November fängt nämlich, eigentlich wie im Paradies an. Stimmt, mit diesem heftigen Regen. Genau. Und als Belohnung sprießen auf einmal überall auf dem Gelände Champignons. Und wir reden hier nicht von so ein paar Pilzen für die Pfanne, die ernten täglich über 1 Pfund frische Champignons. Über 1 Pfund, das ist Wahnsinn. Die Natur schüttet da echt so ein Füllhorn aus. Aber das ist eben auch genau der Haken an der Sache. Dieselbe Naturgewalt, die dir morgens die Pilze schenkt, zieht dir nachmittags den Boden unter den Füßen weg. Oh ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Gabi und Steffen sind nämlich dabei, einen Elektrozaun zu bauen. Und dann zieht plötzlich ein fettes Gewitter auf. Und Gewitter bedeutet da ja nicht ein bisschen Nieselregen. Das ist krasser Starkregen. Richtig. Die haben ihr Auto, also die Camionetta, da auf der Weide. Und der lehmige Boden verwandelt sich innerhalb von Minuten in eine knietiefe Schlammfalle. Krass. Das Auto sinkt so tief ein, das rührt sich keinen Millimeter mehr. Die müssen das Ding da tagelang stehen lassen, bis sie es mit einem Traktor bergen können. Und das ist genau der Punkt, wo diese Blog-Einträge für Mattes und seine Frau so unglaublich wertvoll werden. Ja, erzähl mal, wie meinst du das? Naja, wir kennen ja die Auswanderungspläne der beiden für 2019. Die träumen ja von diesem Lebenhaus, vielleicht im Gewächshaus. Aber Frau Mattes pocht ja extrem auf eine gute Infrastruktur. Ah, okay. Keine Farm im tiefsten Hinterland. Genau. Und diese Schlammgeschichten zeigen exakt warum. Wenn dein Auto da im Schlamm feststeckt, geht auf dem Land einfach gar nichts mehr. Du kommst nicht weg. Asphaltierte Straßen sind da ein Gamechanger. Ja, da hat sie wohl den richtigen Riecher. Aber trotz des Schlamms gibt es im November ja einen echten Durchbruch. Stimmt, nach 18 Monaten harter Arbeit. Genau. Das war so ein bisschen wie in so einem Strategie-Videospiel. Nach ewigem Grind haben sie endlich das nächste Level erreicht. Ja, erste Gewinne fließen. Richtig. Die haben 20 kastrierte Hammel aussortiert für eine Versteigerung. Ein riesiger Kraftakt, aber die harte Arbeit zahlt sich aus. Und die gute Wolle wurde auch noch lukrativ verkauft. Ein tolles Erfolgserlebnis für die beiden.
Aber da gab es doch auch diese bürokratische Hürde, oder? Ja, das hat mich auch total überrascht. Steffen absolviert seinen ersten Tiertransport und brauchte dafür, halte dich fest, eine Erlaubnis vom Rathaus. Ernsthaft? Ja, für ein paar Schafe. Ich dachte immer, Uruguay wäre das Land der absoluten Freiheit, wo jeder machen kann, was er will. Woher kommt denn plötzlich diese krasse Bürokratie? Das wirkt erstmal paradox, ne? Aber der Agrarsektor in Uruguay ist extrem wichtig für die Wirtschaft. Der ist zwar sehr pragmatisch organisiert, aber halt auch extrem streng reguliert, wenn es um Tiertransporte und Nachverfolgbarkeit geht. Ah, okay. Verstehe. Also wegen Krankheiten und Export und so. Exakt. Da kennen die keinen Spaß. Aber um auf das Videospielbeispiel zurückzukommen, sie haben von dem Geld direkt das Upgrade grüne Schneidemaschine freigeschaltet. Oh ja, dieses riesige grüne Monster, um das Alpha-Verschneiden zu optimieren. Genau. Und weil Steffen keinen Traktorführerschein für asphaltierte Straßen hat, mussten sie dieses fette Teil mit der Camionetta 60 Kilometer weit schleppen. Wahnsinn, 60 Kilometer. Aber wo wir gerade bei extremen Belastungen sind, dieser tiefe Schlamm war ja nicht nur ein Problem für die Autos. Oh nein, gar nicht. Das führt uns zu einem der wichtigsten Themen für jeden Auswanderer überhaupt: medizinische Notfälle. Ja, das ist heftig. Gabi ist ja mit dem Gummistiefel in diesem zähen Schlamm stecken geblieben. Und hat sich das Knie komplett verdreht. Ganz genau. Und weil Steffen auf dem Feld war, musste sie sich unter Höllenschmerzen 15 Meter bis zum Haus schleppen. Das muss furchtbar gewesen sein. 15 Meter können da unendlich lang sein. Total. Sie sind dann samstags in die Notaufnahme nach Tarariras gefahren. Und jetzt kommt das, was unsere Perspektive auf das System da drüben völlig auf den Kopf stellt, ne? Absolut. Stell dir vor, du kommst samstags in eine Notaufnahme. In Deutschland wartest du da. Naja, ewig. Mindestens 5 Stunden. Mindestens. Und dort, sie war die einzige Patientin. Alle super freundlich. Man wird direkt mit Vornamen angesprochen. Und sofortige Schmerzmittel, oder? Ja, direkt eine Erstversorgung. Und sie hat sogar automatisch einen Termin für den Facharzt bekommen. Das ist echt effizient. Und jetzt rate mal, was dieses System, diese Mutualista, im Monat kostet. Ich weiß es ja, aber es ist unfassbar. Etwa 15 Euro. Genau, 15 Euro. Und minimale Zuzahlungen für Medikamente. Die Erstversorgung am Samstag war komplett kostenlos. Das verbindet sich ja auch wieder total mit diesem harten Kriterium von Frau Mattes, also diese Erreichbarkeit eines Krankenhauses. Richtig. Der Blog beweist hier einfach, dass dieses Mutualista-System auf dem Land extrem menschlich und gut funktioniert. Keine übermüdeten Ärzte, keine Nummernbehandlung. Man ist da wirklich noch Mensch. Apropos Mensch, Gabi wurde ja zu 15 Tagen strikter Ruhe verdonnert wegen dem Knie. Stimmt, Fuß hochlegen war angesagt. Und während sie da mehr oder weniger gefesselt ist, pulsiert im Dorf das Leben. Da war dieses Frühlingsfest in Tarariras. Boah, diese Geschichte liebe ich. Das ist so ein krasser kultureller Kontrast. Absolut. Bei diesem Fest wird nämlich der uruguayische Klappstuhlkult zelebriert. Klappstuhlkult, das Wort allein ist schon super. Ja, aber stimmt ja. Jeder bringt wirklich seinen eigenen Klappstuhl mit auf den Dorfplatz. Sehr praktisch eigentlich. Schon, aber das Bild ist der Hammer. Da spielt eine Rockband auf der Bühne, die geben wirklich alles. Und die Leute? Die Leute sitzen da dicht an dicht auf ihren mitgebrachten Stühlen. Trinken ihren Mate und schweigen. Einfach Totenstille. Ja, kein Applaus, kein Klatschen, nichts. Als ich das gelesen habe, dachte ich echt, ist das eine Form von Respektlosigkeit? Nee, überhaupt nicht. Oder ist das einfach so eine tiefenentspannte Form der mentalen Eskalation? Wahrscheinlich letzteres, das ist einfach so ein augenzwinkerndes Ding. Der Uruguayo genießt und schweigt. Die saugen die Musik auf, entspannen sich, aber die rasten halt nicht aus wie wir auf einem Rockkonzert. Faszinierend. Von dieser totalen stoischen Ruhe müssen wir jetzt aber mal zu 2 Wesen kommen, die im November alles andere als ruhig waren. Ah, ich ahne, worauf wir hinaus wollen. Genau, ein sehr sturer Hund und ein Mann, der aus dem Unwetter auftauchte. Fangen wir mal mit der Hündin an. Laika, unsere kleine Rebellin. Ja, Laika tritt nämlich in den Hungerstreik. Und zwar aus purer Berechnung und Neid. Das ist so lustig. Nachbar Alberto hat ja 4 eigene Hunde. Und der verfüttert so richtig teures Markenfutter an seine Tiere. Und Laika, ganz clever, ist da immer rüber und hat bei den Nachbarn ordentlich abgestaubt. Klar, wer will nicht das Premiumfutter? Aber dann fährt Alberto in den Urlaub. Und Gabi und Steffen übernehmen die Fütterung der Nachbarshunde. Aber Gabi sagt sich,
Nee, Laika, du bekommst dein eigenes Futter hier bei uns. Und Laika so? Sehe ich gar nicht ein. Genau. Sie verweigert tagelang ihr gewohntes 0815-Futter aus Protest. Ein echter Dickkopf-Wettbewerb zwischen Hund und Frauchen. Und wer gewinnt? Gabi natürlich. Irgendwann treibt der Hunger es dann doch rein. Hunde sind da weltweit gleich, glaube ich. Aber das ist ja eher eine lustige Geschichte. Der zweite Unruhestifter im November war da schon ernster. Anderson. Das bringt uns zurück zu diesem extremen Unwetter, das ich ganz am Anfang erwähnt habe. Ja, dieser extreme Hagelsturm. Der hat bei anderen Bauern in der Gegend Saaten vernichtet und Autos komplett zerdellt. Ein echtes Unwetter. Und direkt nach dem Schlimmsten steht da plötzlich dieser kleine, völlig durchnässte Mann am Gatter. Anderson. Ein bitterarmer Brennholzsammler. Genau. Mit seiner Schubkarre. Der Handy-Akku war tot und er wollte allen Ernstes bei diesem Sturm 21 Kilometer weit nach Tarariras laufen. Lebensgefährlich. Gut, dass Gabi und Steffen ihn kurzerhand ins Auto gepackt und gefahren haben. Ja, das war Rettung in letzter Sekunde. Aber die Geschichte geht ja noch weiter. Anderson kehrt ein paar Tage später zurück. Mit einem Gärtner im Schlepptaune. Richtig. Und dann schlägt er sein Zelt zwischen den Felsen am Fluss auf dem Grundstück von Gabi und Steffen auf. Und sie machen diesen Wahnsinnsdeal per Handschlag. Für ein ganzes Jahr? Richtig? Für ein ganzes Jahr. Er räumt den Wald auf, darf 90% des Holzes behalten, um es zu verkaufen. Und die Farm bekommt 10%. Und das alles ohne einen einzigen Zettel Papier. Das ist der Punkt, wo ich echt fasziniert war. Du lässt einfach einen fremden Mann mit Kettensäge für ein Jahr in deinem Wald zelten, komplett ohne Vertrag. In Deutschland unvorstellbar. In Deutschland bräuchtest du dafür 3 Versicherungen, ein Umweltgutachten und vermutlich noch eine Baugenehmigung für das Zelt. Absolut. Aber das ist eben dieser uruguayasche Pragmatismus, über den wir oft sprechen. Ein blindes Vertrauen, oder? Ja, und eine totale Win-Win-Situation. Wenn wir uns hierzulande über Nichtigkeiten aufregen, leben Menschen wie Anderson buchstäblich von der Hand in den Mund. Wie Hänsel und Gretel im Wald, schreibt Gabi. Und trotzdem sind sie fröhlich und ohne Bitterkeit. Genau. Und als netter Nebeneffekt schützt Andersons Anwesenheit unten am Fluss das Grundstück vor illegalen Wochenendausflüglern. Die sonst da angeln und grillen und Müll hinterlassen. Richtig. Da gibt es ja sogar Pumas und Schlangen. Wenn da unten jemand lebt und arbeitet, hält das ungebetene Gäste fern. Das ist echt smart. All diese intensiven Erlebnisse, der Schlamm, die Notaufnahme, dieser Handschlagdeal, das alles mündet ja quasi im November in einen riesigen Meilenstein. Oh ja. Und Gabi erwähnt das im Blog bei der Geschichte vom Frühlingsfest nur so als ganz kleine Randnotiz. Ja, echt bescheiden eigentlich. Gabi und Steffen haben nämlich endlich ihre Cedula erhalten. Ihren Ausweis, das ist so ein unglaubliches Gefühl. Das heißt, der dauerhafte, legale Aufenthalt in Uruguay ist offiziell. Sie dürfen bleiben. Genau. Die emotionale Tragweite von diesem einen kleinen Satz ist riesig. Das ist ja exakt der Punkt, auf den Mathis und seine Frau für das Jahr 2029 so hart hinarbeiten. Ja, wir haben das auf dem Kanal ja schon oft thematisiert, dieser ewige bürokratische Marathon mit Apostillen, Einkommensnachweisen, Gesundheitszeugnissen. Und dann hast du dieses kleine Kärtchen in der Hand und weißt, ich bin angekommen. Ein toller Abschluss für diesen November 2017. Absolut. Und jetzt, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, sind wir super gespannt auf deine Meinung. Wie hättest du denn in diesen extremen Situationen reagiert? Ja, hättest du Anderson auch einfach so bei dir im Wald zelten lassen? Also komplett ohne Vertrag? Und was sagst du zu dieser krassen Krankenhauserfahrung auf dem Land für 15 €? Schreib uns das unbedingt unten in die Kommentare. Wir lesen das alles mit. Und wenn wir so auf diesen ganzen Monat zurückschauen, möchte ich euch noch einen kleinen Gedanken mitgeben. Gerne. Was wir aus diesem Archiv wirklich lernen: Das Leben in Uruguay ist extrem. Es ist extrem nass, es ist beim Schaftransport extrem bürokratisch, aber bei Verträgen extrem unbürokratisch. Das ist wahr. Aber vor allem ist es extrem menschlich. Man ist dort keine Nummer, weder im Krankenhaus noch als armer Holzschnitzer draußen im Sturm. Ein sehr schöner Schlussgedanke, das bringt es wirklich auf den Punkt. Finde ich auch. Und in der nächsten Ausgabe, das wollt ihr euch nicht entgehen lassen, blicken wir dann auf den Dezember 2017. Das wird auch wieder wild. Da erwartet uns nämlich die hohe Kunst des argentinischen Grillens, eine wirklich gnadenlose Unterschätzung der körperlichen Farmarbeit Oh ja, der Rücken, und eine waschechte Schnitzeljagd beim Hauptzollamt in Montevideo. wo es um $3.000 Kaution geht, ne? Ganz genau.
Da steht einiges auf dem Spiel, das dürft ihr also nicht verpassen. Ich freue mich schon drauf. Ich mich auch. Also, danke fürs Zuhören bei dieser Monatsrundschau und bis zum nächsten Mal.